Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Wenn man an Flugzeuge denkt, stellt man sich riesige Maschinen vor, die sich in den Himmel erheben. Aber was wäre, wenn das Fliegen in deine Garage passen würde? Überall auf der Welt basteln passionierte Konstrukteure Flugzeuge, die so klein sind, dass sie wie Spielzeug aussehen, bis sie abheben. Das sind nicht einfach nur Maschinen. Es sind Träume mit Flügeln. Hier sind 13 der winzigsten, wildesten selbstgebauten Flugzeuge, die je gebaut wurde. Und ja, sie fliegen wirklich. Der SpaceX SD-1, der Minisport, der aus der Vision eines tschechischen Unternehmens namens SpaceX, nicht SpaceX, entstanden ist nicht nur ein leichtes, einsitziges Flugzeug, er ist eine Traummaschine für Hinterhofbauer und Luftfahrtliebhaber. Egal, ob man einen Satz Baupläne, einen Bausatz zum Selbstzusammenbau oder eine komplett flugfertige Version haben wollte. Dieses kleine Flugzeug sollte das persönliche Fliegen so leicht wie möglich machen. Und das hat funktioniert, zumindest eine Zeit lang. Die SD-1 gewann eine treue Anhängerschaft in den Vereinigten Staaten, wo Skycraft Airplanes sie kurzzeitig auf den Markt brachte. Leider wurde das Unternehmen 2017 aufgelöst. Aber das Vermächtnis des Flugzeugs blieb bestehen. Mit ihrem schlanken Tiefdecker-Layout, dem gemütlichen einsitzigen Cockpit und dem eleganten T-Leitwerk sieht die SD-1 aus wie aus einem minimalistischen Science-Fiction-Film. Aber lassen Sie sich von der geringen Größe nicht täuschen. Dieses Flugzeug passt in mehrere Flugkategorien, einschließlich der deutschen Ultraleichtklasse von 120 Kilogramm und den britischen SSDR Microlight-Vorschriften. Der SD-1, der hauptsächlich aus Holz, ja, wirklich besteht, und bei dem die Flügelholme aus Verbundwerkstoffen bestehen, hat eine Spannweite von 6 Metern und gleitet mit einer überraschenden Anmut. Seine Flapperons, eine Mischung aus Klappen und Querrudern, bieten dem Piloten ein einzigartiges, reaktionsschnelles Flugerlebnis. Die Kraft kommt von einer Reihe kleiner, aber leistungsstarker Motoren, vom klassischen Hearth F-33 bis zu den robusten Vanguard-Modellen von Briggs und Stratton. Sogar Optionen von Rotax und Werner sind kompatibel. Stellen Sie sich 24 bis 50 PS in einem Flugzeug vor, das leichter ist als die meisten Motorräder. Es ist praktisch ein fliegendes Go-Kart. Bis 2015 waren über 100 Minisports in der ganzen Welt unterwegs. Und Dutzende von ihnen sind heute noch aktiv, obwohl es in den USA nie eine vollständige FAA-Zulassung erhalten hat. Nie die volle FAA-Zulassung als Leichtflugzeug erhalten hat, ist sie immer noch ein Favorit unter engagierten Hobbyisten, die gerne etwas wirklich Einzigartiges bauen und fliegen. Natürlich war die SD-1, wie alle experimentellen Flugzeuge, nicht ohne Risiko, einschließlich einiger tragischer Unfälle. Aber für viele überschattet das nicht ihren eigentlichen Reiz, die Freude am Fliegen in seiner einfachsten und reinsten Form. OpenSky MO2J. Die OpenSky M2J ist ein unverwechselbares japanisches Flugzeug, das sowohl als Primärsegler als auch als Motorsegler mit Düsenantrieb konzipiert wurde. Inspiriert von dem fiktiven MUA-Flugzeug aus dem Anime-Film Nausicaa aus dem Tal der Winde, verfügt dieses Flugzeug über ein schwanzloses Design, das für einen kurzen Steigflug mit Motorantrieb gedacht ist, bevor es für den Rest des Fluges ohne Motorantrieb gleitet. Es wurden 2 Prototypen des M2J gebaut, von denen einer 10 Testflüge absolvierte, bei denen er eine Höhe von 4 Metern erreichte und insgesamt 98 Meter zurücklegte, wobei er mit einem Schleppkabel gestartet wurde. Das Projekt wurde von Katsuhiko Hachiya, Professor an der Tokyo University of the Arts, geleitet, der sich von den Flugszenen aus The Mo inspirieren ließ. Nachdem er den Film gesehen hatte, war Hachiya fest entschlossen, das Konzept in die Tat umzusetzen. Bei der Entwicklung des Flugzeugs arbeitete Hachiya mit dem Luftfahrttechniker Toto Ueno zusammen. Ihr erstes Segelflugzeug, das mit einem Bungee-Seil gestartet wurde, erhob sich 2006 in die Lüfte. Später fügten sie ein Düsentriebwerk für zusätzlichen Schub hinzu. Bis 2013 hatten sie eine Reihe von Hochgeschwindigkeitsrolltests abgeschlossen und verschiedene technische und regulatorische Herausforderungen gemeistert. Das Team entschied sich für ein Nike-Düsentriebwerk von AMT Netherlands mit einer Schubkraft von etwa 80 Kilogramm, wie es normalerweise in Zieldrohnen verwendet wird. Hachiya hat persönlich über 150 Absprünge und 70 Rundflüge durchgeführt und dabei oft Höhen von fast 150 Metern erreicht. Er glaubt, dass der M2J noch höher fliegen könnte, wenn die Luftraumbeschränkungen weniger streng wären.
Als einziger Pilot der Open Sky M2 stellt Hachiya seine bemerkenswerte Konstruktion weiterhin auf Flugshows vor, wo die Besucher die ungewöhnlichen Steuersysteme des Flugzeugs kennenlernen können, einschließlich eines Flügelwölbungsmechanismus für das Rollen und eines Gewichtsverlagerungssystems für das Nicken, Merkmal, die die M2J von herkömmlichen Flugzeugen unterscheiden. Nissus Gyroplane. Der Nissus Gyroplane ist ein innovatives Flugzeug, das für seine einfache Handhabung, seine Fähigkeit, auf engem Raum zu starten und zu landen, und seine Allwettertauglichkeit bekannt ist. Der Gyroplane eignet sich sowohl für Enthusiasten als auch für Profis und ist, dank seines leistungsstarken Motors und seiner einfachen Bauweise, sehr wartungsarm. Er erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 195 Kilometern pro Stunde und hat eine Kraftstoffkapazität von 92 Litern. Mit einer Nutzlastkapazität von 320 Kilogramm bietet er vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Der Gyroplane ist in mehreren Versionen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Die Sport Edition verfügt über einen 120 PS Rotax 912 ULS Motor und einen DMP-Propeller. Außerdem verfügt sie über ein Gyrotech-Rotorsystem und moderne Ausstattungsmerkmale wie ein 20-Meter-Display von Canardia und ein Funksystem. Und das alles in einem komfortablen und ergonomischen Cockpit. Bei der Comfort Edition wird der Motor auf 141 PS aufgerüstet, was eine noch bessere Leistung und mehr Luxusmerkmale wie eine abschließbare Box und getöntes Plexiglas mit sich bringt. Für diejenigen, die Spitzenleistung suchen, bietet die Platinum Edition einen 160 PS Rotax 9116 Motor sowie ein Nissus 9 cm Display und Sicherheitsmerkmale wie einen Feuerlöscher und einen Transponder. Das Rotorsystem des Gyroplane fungiert als Tragfläche und erzeugt Auftrieb, während der Motor den Propeller für die Vorwärtsbewegung antreibt. Das Flugzeug besteht aus einem robusten Chrom-Molybdän-Stahlrahmen, der aus Sicherheitsgründen mit einem Carbon-Kevlar-Hybrid verstärkt ist. Die doppelten Ruder sorgen für eine bessere Manövrierfähigkeit und machen die Landungen sanfter. Der Nissus Gyroplane wurde mit Blick auf die künftige urbane Mobilität entwickelt und bietet eine erschwingliche und einfach zu fliegende Option für die persönliche Luftfahrt. Dieses Flugzeug ist ein aufregender Blick in die Zukunft des Fliegens, sei es für die Arbeit oder die Freizeit. Minimax Aircraft. Minimax Aircraft ist eine Serie von kleinen, einsitzigen Flugzeugen, die für den einfachen Bau durch Amateure konzipiert wurden. Das erste Minimax Aircraft Flugzeug ging 1984 an den Start. Der Name spiegelt den Fokus auf Erschwinglichkeit, Einfachheit und Vergnügen wider. Im Laufe der Jahre wurde es von mehreren Unternehmen hergestellt. Zunächst von Team Incorporated in Tennessee, dann von Eason Aircraft, JDT Minimax Aircraft und schließlich von Team Minimax Aircraft LLC in Michigan im Jahr 2012. Das Minimax Aircraft besteht hauptsächlich aus Holz und Sperrholz und ist mit Stoff bespannt, um eine leichte und dennoch robuste Konstruktion zu gewährleisten. Seine Konstruktion ermöglicht einen einfachen Zusammenbau mit minimalem Werkzeug und Geschick, was es zu einer attraktiven Option für Heimwerker macht. Die Spannweite des Flugzeugs beträgt in der Regel 7,6 Meter, wobei es einige Varianten wie die Modelle FIMAX und 1600R Eros gibt, die mit 8,1 Metern etwas längere Tragflächen haben. Die Tragflächen und das Heck werden von Streben gestützt, um die Stabilität zu erhöhen. Das Flugzeug verfügt über ein konventionelles Fahrwerk mit optionalen Fahrwerkshosen für ein stromlinienförmiges Aussehen. Ursprünglich wurde es für die US Federal Aviation Regulations 103 für Ultraleichtfahrzeuge zu erfüllen, wurde das Minimax-Flugzeug als Leichtgewicht gebaut. Frühe Modelle wurden mit einem 28 PS Rotax 277 Motor ausgestattet. Spätere Versionen wurden mit stärkeren Motoren ausgestattet, wodurch sie in die Kategorie der experimentellen Amateurflugzeuge aufstiegen. Eine Variante, der HiMax, hat viele Teile mit dem ursprünglichen Minimax-Flugzeug gemeinsam, verfügt aber über eine Hochflügelkonstruktion. Die Standardspezifikationen für das Minimax-Flugzeug umfassen eine Spannweite von 8,08 Metern, 26 Fuß und ein Leergewicht von 181 Kilogramm. Angetrieben von einem 50 PS Rotax 503 Motor erreicht das Minimax Aircraft eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern
und eine Reisegeschwindigkeit von 121 Stundenkilometern. Mit einer Reichweite von 232 Kilometern ist es eine ausgezeichnete Wahl für kurze, angenehme Flüge. Airbike Ultralight. Das Airbike wird zwar nicht mehr produziert, aber in der Welt der selbstgebauten Flugzeuge ist es nach wie vor ein Kultobjekt, eine Maschine, die Einfachheit, Freiheit und einen rebellischen Geist in der Luft verkörpert. Das ursprünglich von Wayne Eisen entworfene und später aufgrund rechtlicher Probleme unter dem Namen Eisen Aircraft produzierte Airbike fiel sofort durch seinen minimalistischen, offenen Rahmen auf, der an eine Mischung aus einem Tretfahrrad und einem Motorsegler erinnert. Auch wenn neuere Modelle wie der Legal Eagle oder der JDT Aeromax in den Mittelpunkt des Interesses gerückt sind, weigert sich das Airbike, aus dem Gedächtnis zu verschwinden. Im Laufe der Jahre haben passionierte Erbauer und Piloten das Fahrverhalten des Airbikes immer weiter verbessert. Zu den wichtigsten Verbesserungen gehörten die Modifizierung der Seitenruderpedale und das Experimentieren mit dem Spornrad. Um die Steuerung zu verbessern, wurde ein stabileres Spornrad eingebaut, das allerdings zusätzliches Gewicht mit sich brachte. Später wurde es gegen das ursprüngliche ausgetauscht, um das Flugzeug wieder federleicht zu machen. Die Piloten haben auch die Position der Pedale angepasst, um ein Abrutschen der Füße während des Fluges zu vermeiden. Denn wenn man alleine fliegt, ist Komfort wichtig. Das Airbike wird von einem Hearth-2-Motor angetrieben, der rund 40 PS leistet und über ein 2,291 Untersetzungsgetriebe einen Powerfin-Propeller mit einem Durchmesser von 1,57 Metern antreibt. Außerdem verfügt es über ein Triebwerksüberwachungssystem und eine kleine Bordbatterie für die Stromversorgung des Funkgeräts und der Beleuchtung. Das Leergewicht des Flugzeugs beträgt etwa 143 Kilogramm. Das maximale Startgewicht etwa 254 Kilogramm. Es fasst bis zu 38 Liter Treibstoff, etwa 27 Kilogramm, und hat damit eine respektable Reichweite von 274 Kilometern. Perfekt für Rundflüge in der Umgebung und Wochenendausflüge. Das Fliegen mit dem Airbike wird oft mit einer Fahrt auf einem Motorrad durch die Lüfte verglichen. Es ist rau, aufregend und sehr persönlich. Es ist nicht die Art von Flugzeug, die man für lange Strecken oder stürmischen Himmel wählen würde. An böigen Tagen fühlt sich jeder Kilometer wie ein Training an. Aber das ist Teil des Charmes. In einer Welt voller Bildschirme, Glascockpits und Automatisierung bietet das Airbike etwas ganz anderes. Wind im Gesicht, die Hände am Gas und nichts zwischen dir und dem Himmel. Es ist die Art des Fliegens, die ihr Herz zum Rasen bringt und ihren Geist entfesselt. Kolb Firefly. Der Kolb Firefly ist ein leichtes und einfach zu bauendes Ultraleichtflugzeug. Ideal für Flugbegeisterte, die gerne fliegen und Flugzeuge bauen. Es ist als einsitziges Flugzeug mit offenem Cockpit und hoher Tragfläche konzipiert und verfügt über eine Schubkonfiguration. Der Motor ist hinter dem Piloten angebracht. Die 1995 eingeführte Firefly entwickelte sich aus der Kolb Firestar, die den FAR 103 Vorschriften für Ultraleichtflugzeuge entsprach und deren Leergewicht auf nur 115 Kilogramm begrenzt war. Das Flugzeug kann entweder mit einem 40 PS Rotax 447 Motor oder einem 28 PS Rotax 277 Motor angetrieben werden. Sein Rahmen besteht aus geschweißten Stahlrohren für den vorderen Rumpf, während der Heckausleger aus Aluminium gefertigt ist. Die Tragflächen und das Leitwerk sind aus Aluminiumrohren gefertigt und mit einem speziellen Stoff bespannt. Ein herausragendes Merkmal des Firefly sind seine schnell einklappbaren Flügel, die das Verstauen und den Transport erleichtern. Beim Kauf des Bausatzes kann der Käufer aus mehreren Optionen wählen. Einer kompletten Cockpitverkleidung, Bremsen und sogar einem ballistischen Bergungssystem für zusätzliche Sicherheit. Um den Bauprozess zu beschleunigen, ist auch eine Schnellbauoption erhältlich, die es den Bauherren erleichtert, ihren Firefly in die Luft zu bringen. Die Stahlrohre und der Aluminiumrahmen des Firefly sind so konstruiert, dass sie leicht und langlebig sind und den Strapazen des Fluges standhalten. Was die Leistung betrifft, so hat der Firefly eine Höchstgeschwindigkeit von 110 Kilometern pro Stunde und fliegt bequem mit 97 Kilometern pro Stunde. Mit einer Steigrate von 305 Metern pro Minute und einer Überziehgeschwindigkeit von nur 42 Kilometern pro Stunde.
Er ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Piloten geeignet. Beta BD-5 Micro. Die Beta BD-5 Micro ist ein kleines einsitziges Flugzeug, das ursprünglich von Jim Bede in den späten 1960er Jahren entworfen wurde. Sie wurde Anfang der 1970er Jahre auf den Markt gebracht und hauptsächlich als Bausatz verkauft. Obwohl aufgrund finanzieller Schwierigkeiten, die zum Konkurs des Unternehmens führten, nur sehr wenige Exemplare fertiggestellt wurden. Trotzdem fliegen heute noch einige hundert BD-5. Die BD-5J, ein düsengetriebenes Modell, hält den Rekord als kleinstes Düsenflugzeug der Welt mit einem Gewicht von nur 162,7 Kilogramm. Die BD-5 wurde durch das schlanke, aerodynamische Design von Kampfjets inspiriert und sollte sowohl einfach zu bauen als auch zu fliegen sein. Sie hatte einen kleinen Rumpf mit einer halbliegenden Pilotenposition unter einer großen Plexiglashaube. Der Motor des Flugzeugs, entweder eine 40 oder 55 PS-Version, war hinter dem Cockpit angebracht und trieb einen Schubpropeller an. Um den Luftwiderstand zu verringern und die Leistung zu verbessern, wurde die BD-5 mit einem V-Leitwerk und einem einziehbaren Fahrwerk ausgestattet. Mit dem 55 PS-Motor konnte das Flugzeug eine Reisegeschwindigkeit von bis zu 320 Stundenkilometern und eine Reichweite von 1955 Stundenkilometern erreichen. Die BD-5 war mit einem Verbrauch von 16 Kilometern pro Liter auch sehr sparsam. Außerdem konnten die Tragflächen abgenommen werden, sodass das Flugzeug leicht in einem kleinen Anhänger verstaut werden konnte. Die Konstrukteure hatten die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Flügelkonfigurationen zu wählen, was ein abwechslungsreiches Flugerlebnis ermöglichte. Die BD-5 stieß auf großes Interesse und bis 1971 gingen über 4300 Bestellungen ein, noch bevor der Prototyp geflogen war. Verzögerungen bei den Triebwerkslieferungen und der Konkurs des Triebwerkslieferanten führten jedoch zu erheblichen Rückschlägen. Trotz dieser Herausforderungen fesselten das innovative Design und das Potenzial der BD-5 die Fantasie von Luftfahrtenthusiasten in aller Welt. Besondere Entdeckung. Darf ich vorstellen, Richard Hyde, der begeisterte Hobbyflieger und Bastler, hatte eine Idee. Er wollte das kleinste funktionierende Flugzeug der Welt bauen. Warum? Einfach weil er es konnte. Und er hat es auch geschafft. Mit einem Haken. Sehen Sie dieses Bild? Das ist er, wie er sein kleines Flugzeug fliegt. Das Problem ist, dass es nicht höher fliegen kann als hier. Das ist die höchste Höhe, die es erreichen kann. Er wird also nicht unbedingt in nächster Zeit um die Welt reisen. Aber die Tatsache, dass es überhaupt funktioniert, ist doch erstaunlich, oder? Wie immer können Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mitteilen. Hummingbird. Der Hummingbird ist ein kleines, aber bemerkenswertes Experimentalflugzeug mit einer Geschichte, die auf Innovation und Zweckmäßigkeit beruht. Dieses leichte Flugzeug wurde 1980 von Maury Hummel entwickelt und sollte effizient, langlebig und einfach zu bauen sein. Maury, ein Versuchsingenieur aus der Zeit des Weltkriegs, wollte ein Flugzeug bauen, das großen Kräften standhalten konnte, aber dennoch für Amateurkonstrukteure zugänglich war. Die robuste Ganzmetallkonstruktion des Hummingbird hält der 6-fachen Erdanziehungskraft stand und macht ihn so widerstandsfähig und zuverlässig. Dieses Flugzeug wird in der Regel von einem 1- bis 2-Zylinder-Volkswagen-Motor angetrieben, der durch Teilung eines 4-Zylinder-Volkswagen-Motors in 2 Teile entsteht. Das Design des Hummingbird entwickelte sich aus früheren Modellen wie dem Park Ortini 2 und dem Watson Windwagon, die Maury inspirierten, aber noch Raum für Verbesserungen ließen. Maury erwarb 1979 die Pläne für den Windwagon und überarbeitete das Design nach seinen eigenen Vorstellungen. Er fügte ein schützendes Verdeck für die wechselhaften Wetterbedingungen in Ohio hinzu, vergrößerte die Beinfreiheit und erhöhte die Sitzlehne für mehr Komfort und Sicherheit. Außerdem wurde die Tragflächenkonstruktion mit dünneren Beplankungen, einem neuen Holm und zusätzlichen Rippen für mehr Festigkeit komplett überarbeitet. Maury wechselte außerdem von einem Dreiradfahrwerk zu einer Heckdragger-Konfiguration, um die Stabilität zu verbessern. Der Hummingbird ist als Experimentalflugzeug eingestuft, so dass die Erbauer mindestens 51% des Flugzeugs selbst zusammenbauen müssen, um die Vorschriften zu erfüllen. Obwohl Hummel Aviation nur Pläne verkauft, sind verschiedene vorgefertigte Teile erhältlich, um den Bauprozess zu beschleunigen.
Die meisten Konstrukteure stellen ihren Hummingbird in etwa 1200 Stunden fertig, obwohl das Flugzeug in den USA nicht als Ultraleichtflugzeug eingestuft wird. Nicht als Ultraleichtflugzeug eingestuft ist, gilt es in Kanada als einfaches Ultraleichtflugzeug. Viele Erbauer haben ihre Hummingbirds angepasst, indem sie den Kraftstofftank in die Tragflächen verlegt oder alternative Motoren wie den Rotax 447 eingebaut haben. Dieses kleine Flugzeug ist bei Luftfahrtenthusiasten auf der ganzen Welt beliebt. Der fliegende Floh. Die Flying Flea ist ein historisch bedeutsames Flugzeug, das 1934 von Henri Meunier entworfen wurde und ein unverwechselbares und innovatives Design mit einem schwenkbaren Vorderflügel von 5,5 Metern Länge und einem festen Heckflügel von 4 Metern Länge aufweist. Das zweiachsige Steuersystem der Flying Flea ermöglicht es dem Piloten, das Flugzeug mit einfachen Bewegungen zu lenken sowie Nick- und Rollbewegungen zu steuern, was ein einzigartiges Flugerlebnis bietet. In ihren Anfängen wurde die Flying Flea von kleinen Motorrad- oder Automotoren angetrieben, aber moderne Versionen können auch leistungsstärkere Motoren wie den Rotax oder den Citroën-Motor verwenden. Der 1893 geborene Henri Meunier entwickelte schon in jungen Jahren eine große Leidenschaft für das Fliegen. Er studierte die frühen Luftfahrtpioniere und begann schon als Teenager mit dem Bau von Segelflugzeugen. Nach seinem Dienst im Ersten Weltkrieg und seiner Genesung von Malaria wandte er sich der Flugzeugkonstruktion zu. Seine ersten Flugzeuge waren bahnbrechend, denn sie verfügten über Merkmale wie einen Flügel, der sich von einer Seite zur anderen bewegte, anstatt ein Seitenruder zu verwenden. Trotz mehrerer Abstürze während der Tests verbesserte Meunier seine Konstruktion ständig. In den 1930er Jahren war er entschlossen, ein Flugzeug zu entwickeln, das einfach zu fliegen und für jedermann sicher war. Sein Ziel war es, ein Flugzeug zu konstruieren, das nicht ins Trudeln geraten konnte. Ein Problem, das bei vielen frühen Flugzeugen auftrat. Das Ergebnis war der Flying Flea. Henrys Beharrlichkeit zahlte sich 1933 aus, als er den Flying Flea zum ersten Mal erfolgreich flog. Einen Monat später versagte bei einem weiteren Testflug das Treibstoffsystem. Dank der Hilfe einiger Landarbeiter und eines Weinflaschenkorkens, mit dem er das Treibstoffleck abdichtete, gelang Henri jedoch eine sichere Landung. Diese schnelle Auffassungsgabe und sein Erfindungsreichtum unterstrichen seine Entschlossenheit, das Fliegen für die Öffentlichkeit zugänglicher zu machen. Der Flying Flea ist ein Zeugnis für Henri Meuniers Vision und sein Engagement für die Luftfahrt. Das Breezy RLU-1. Die Breezy, auch bekannt als RLU-1, ist ein selbstgebautes Flugzeug, das für sein Open-Air-Design bekannt ist und ein unvergleichliches Flugerlebnis bietet. Ohne ein traditionelles Cockpit bietet der Breezy dem Piloten und dem Passagier einen ungehinderten 360-Grad-Blick, der jeden Flug zu einem aufregenden Abenteuer macht. Dieses einzigartige Flugzeug wurde von Charles Roloff, Robert Lepowski und Karl Unger entwickelt und absolvierte seinen Erstflug am 7. August 1964. Die ursprüngliche Breezy verwendete modifizierte Tragflächen der Piper PA-12. Aber spätere Versionen konnten auch Tragflächen anderer Flugzeuge wie der Cessna 172 verwenden. Sein bemerkenswertestes Merkmal ist die Hochdeckerkonfiguration, bei der das Triebwerk hinter den Sitzen angebracht ist und das Flugzeug nach vorne schiebt, anstatt es zu ziehen. Diese Anordnung trägt zu einem ruhigen und stabilen Flug mit hervorragenden Start- und Steigfähigkeiten bei. Obwohl die Breezy nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt ist, haben ihr einfaches Design und das aufregende Flugerlebnis, das sie bietet, ihr eine treue Anhängerschaft eingebracht. Carl Unger, einer der ursprünglichen Konstrukteure, flog Tausende von Passagieren in seinem Breezy-Prototyp, bot kostenlose Mitflüge an und sorgte für unzählige unvergessliche Flugerlebnisse. Die Beliebtheit der Breezy führte dazu, dass sie in die Sammlung des EAA AirVenture Museums aufgenommen wurde. Im Jahr 2014 feierte das Flugzeug sein 50-jähriges Bestehen mit besonderen Veranstaltungen. Darunter ein Fly-In auf dem EAA AirVenture Oshkosh. Es gibt auch eine Variante der Breezy, die Dawes Breezy, die über amphibische Schwimmer verfügt, mit denen das Flugzeug auf dem Wasser landen kann. Ausgestattet mit einem 90 PS Motor hat die Breezy eine Reichweite von 222 Kilometern.
Sein leichtes Design und die offene Sitzanordnung machen ihn zu einem idealen Flugzeug für viele Flugbegeisterte, die sich nach einem praktischen Flugerlebnis sehnen. Für diejenigen, die eine Breezy besitzen und geflogen sind, hat sich das Flugzeug als äußerst zuverlässig erwiesen und erforderte im Laufe der Jahre nur geringfügige Anpassungen. Ob zum Freizeitfliegen oder um anderen das Fliegen näher zu bringen, die Breezy ist nach wie vor ein beliebtes Flugzeug in der Selbstbaugemeinde. Stitz SAY, a Sky Baby. Werfen wir einen Blick auf eines der kultigsten jemals gebauten Miniaturflugzeuge. Das Sky Baby. Im Jahr 1952 machte sich Ray Stitz, ein Kampfpilot aus dem Zweiten Weltkrieg und begabter Mechaniker, auf den Weg, um die gewagte Behauptung eines anderen Piloten zu beweisen. Er könne das kleinste bemannte Flugzeug der Welt bauen. Und genau das tat er auch. Das in Riverside, Kalifornien. Ansässige Unternehmen Stitz konstruierte die SA-2A Sky Baby als winzigen Doppeldecker, der so kompakt wie möglich sein sollte. Um dies zu erreichen, entwarf Stitz das Flugzeug mit Flügeln aus Fichtenholz, die negativ gestaffelt waren. Der obere Flügel saß hinter dem unteren Flügel. Der Rahmen des Sky Baby wurde aus geschweißten Stahlrohren gefertigt, die anschließend mit Stoff bespannt wurden, um eine leichte und dennoch stabile Karosserie zu erhalten. Der Motor des Flugzeugs wurde auf der Grundlage eines bereits vorhandenen Triebwerks modifiziert und holte 112 PS aus einem kleinen Motor heraus. Für den ersten Testflug im April 1952 verpflichtete Stitz Robert H. Starr, einen erfahrenen Piloten. Starr flog das Sky Baby im Frühjahr und Sommer auf Flugshows und beeindruckte die Zuschauer mit seiner Geschwindigkeit von etwa 298 Stundenkilometern und seiner Manövrierfähigkeit. Trotz seiner Leistung erwies sich das Sky Baby als schwierig zu handhaben, da sein kurzer Rumpf und das enge Cockpit während des Fluges einige Herausforderungen darstellten. Starr sorgte zusammen mit Lester Cole dafür, dass das Flugzeug während der Flüge im Gleichgewicht blieb. Nach nur 25 Stunden Flugzeit wurde die Sky Baby im Oktober 1952 ausgemustert. Das Flugzeug wurde später dem Nationalen Luft- und Raumfahrtmuseum im Stephen F. Hazy Center in Virginia gespendet. Udvar Hazy Center gespendet. Ray Stitz' Schöpfung bleibt ein Zeugnis für den Einfallsreichtum und die Entschlossenheit, die für die Herstellung des kleinsten Flugzeugs der Welt erforderlich sind. Seine Leistung wird nach wie vor als Paradebeispiel für kreative Luftfahrttechnik gefeiert. Stryker MC-15 Colomban. Die Stryker MC-15, die in den 1970er Jahren vom französischen Luftfahrtingenieur Michel Colomban entworfen wurde, gilt als das kleinste zweimotorige Flugzeug der Welt. Mit einem Leergewicht von nur 172 Pfund ist dieses unglaublich leichte Flugzeug einfach zu bauen, zu fliegen und zu lagern. Colombans Ziel war es, ein Flugzeug zu bauen, das einfach zu montieren und zu transportieren ist, aber dennoch hohe Leistungen erbringen kann. Der Stryker wird von zwei kleinen Motoren angetrieben, die jeweils etwa 15 PS leisten, und ist ein Wunderwerk an technischer Effizienz. Was den Stryker von anderen Flugzeugen unterscheidet, ist die geschickte Platzierung der Motoren. Die Triebwerke sind nahe an der Mittellinie des Flugzeugs angeordnet, was das Flugzeug bei einem Triebwerksausfall stabiler macht. Selbst wenn ein Triebwerk ausfällt, fliegt das Flugzeug reibungslos weiter und dreht sich nur leicht, sodass der Pilot keine besonderen Qualifikationen benötigt, die über eine normale einmotorige Zulassung hinausgehen. Das Cockpit ist unter einer durchsichtigen Kabinenhaube untergebracht, die für einen reibungslosen Luftstrom sorgt und zur Stabilität des Flugzeugs beiträgt. Das Design des Stryker wurde sowohl für Leistung als auch für Einfachheit optimiert. Der Bau und die Lagerung des Stryker sind denkbar einfach. Das Flugzeug besteht aus Aluminiumblechen, die mit Schaumstoff verklebt sind. Es kann in nur 5 Minuten zusammengebaut oder zerlegt werden und ist damit ideal für Bastler mit wenig Platz. Er ist klein genug, um in eine Garage zu passen oder hinter einem Auto hergezogen zu werden. Trotz seiner geringen Größe ist der Kraker so gebaut, dass er Kunstflügen standhält, mit einer Belastungsrate von +10 und -5 Mal der Schwerkraft. Der Erstflug des Flugzeugs fand am 19. Juli 1973 statt und es wurde schnell bekannt für seine einfache Handhabung, selbst für unerfahrene Piloten. Starts sind schnell und mühelos, während man bei der Landung aufpassen muss, dass man wegen des geringen Gewichts nicht ins Schwimmen gerät. Die Kombination aus Einfachheit,
Cleverem Design und Spaß am Fliegen hat ihn zu einem Favoriten unter Luftfahrtenthusiasten gemacht. Tipsy Nipper T66. Lassen Sie sich nicht von ihrer Größe täuschen. Die Tipsy Nipper T66 ist ein wahres Wunderwerk der Luftfahrtgeschichte. Dieses kleine Flugzeug wurde 1952 von Ernest Oscar Tips, dem Gründer von Avions Ferry in Belgien, entwickelt und basiert auf 3 einfachen Träumen. Einfach zu fliegen, erschwinglich und erfreulich wartungsarm. Der Name Nipper wurde nicht zufällig gewählt. Er war eine von Herzen kommende Hommage an Ernests erstes Enkelkind. Aber dies war nicht nur ein Familienandenken. Am 12. Dezember 1957 absolvierte die Nipper ihren Jungfernflug und überzeugte sofort die Massen mit ihrer Wendigkeit, ihrem Charme und ihrer schieren Freude am Fliegen. Dieser minimalistische Akrobat ist nur 4,56 Meter lang und hat eine Spannweite von 6 Metern. Aber er übertrifft sein Gewicht in Bezug auf Leistung und Persönlichkeit bei weitem. Mit einer Reichweite von 400 Kilometern, die mit Zusatztanks auf 720 Kilometer erweitert werden kann, ist er mehr als nur ein Vorzeigeobjekt. Er ist ein wahres Flugvergnügen. Der Nipper ist eine clevere Mischung aus Stahl, Holz und Stoff. Ein Rumpf aus geschweißten Stahlrohren verleiht ihm Rückgrat, während die Flügel und das Heck aus leichten Materialien gefertigt sind, die ein elegantes Handling ermöglichen. Und mit einem Leergewicht von nur 165 Kilogramm fliegt er praktisch wie eine Feder am Himmel. Frühe Modelle brummten mit einem bescheidenen 40 PS Volkswagen-Motor, aber die Flugzeugbastler suchten schnell nach mehr Leistung. Spätere Varianten verfügten über Pullman Hippo, Stark Stamo oder sogar den flotten 85 PS Motor Jabiru 2200 und gaben der Nipper einen ganz neuen Biss. Zwischen 1959 und 1961 produzierte Avions Ferry 59 vollständig gebaute Nipper und 78 Bausatzversionen. Doch gerade als das Unternehmen auf dem Markt Fuß fasste, änderte es seinen Kurs und baute F-104 Starfighter für die belgische Luftwaffe. Die Produktion wurde eingestellt, aber die Geschichte der Nipper war damit noch nicht zu Ende. Im Jahr 1962 kaufte Kobelavia die Rechte und Ersatzteile und setzte den Traum mit 18 Flugzeugen unter dem neuen Namen Kobelavia D-158 Nipper fort. Leider schlug das Schicksal erneut zu. Ein Fabrikbrand im Jahr 1968 brachte die Produktion erneut zum Erliegen. Doch der Geist der Nipper lebte in den Händen von Selbstbauern weiter, die ihre eigenen Maschinen aus Bausätzen und Plänen herstellten. Im Jahr 2017 zieren noch mindestens 19 Nipper den Himmel Großbritanniens. Geliebte Erinnerungen an eine Zeit, in der die Luftfahrt für Freiheit, Leidenschaft und persönliche Abenteuer stand. Die große Frage lautet also, würden Sie ein Flugzeug fliegen, das nicht größer ist als ein Auto, mit dem Himmel als einziger Straße? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und vergessen Sie nicht, uns zu liken, zu abonnieren und uns für weitere Geschichten von der wilden Seite der Luftfahrt zu begleiten.